unserer Drohne nach Plane Eater abzusuchen und zu überwachen. Und ihr wisst, wie gefährlich Plane Eater ist. Der hat schon Sprunky gegessen. Flatto, Niki und Blippi. Nur Blippi ist die einzigste Person, die den Plane Eater überlebt hat. Leute, ich habe den Plane Eater überlebt. Ja, wirklich. Schaut mich an. Ich habe einen gebrochenen Hals, gebrochener Arm. Das war Plane Eater. Und wenn ihr schlau seid, dann haltet euch verdammt nochmal von ihm fern. Hört mir zu. Überwacht den Plane Eater niemals mit der Drohne. Ich dachte auch, ich wäre sicher. War ich nicht. Der Plane Eater hat mich gesehen. Durch die Kamera. Direkt in meine Augen. Egal wie neugierig ihr seid. Lasst es sein. Ihr habt Blippi gehört, wir dürfen heute auf gar keinen Fall alle Plane Eater überwachen. Aber wir müssen unbedingt für euch, deshalb lasst ein Like, der alle Plane Eater mit der Drohne überwachen. Blippi, wir müssen unbedingt alle mit der Drohne überwachen. Ihr wollt den Plane Eater also wirklich mit der Drohne überwachen? Ich halte euch nicht auf. Aber ihr müsst mir eins versprechen. Ihr seid extrem vorsichtig. Kein Risiko, kein Leichtsinn. Der Plane Eater ist schlau. Er merkt sofort, wenn er beobachtet wird. Und wenn er euch sieht, dann war's das. Also bleibt auf maximaler Distanz. Keinerlei Annäherung. Keine Spielereien mit der Kamera. Ein kurzer Blick, dann sofort raus da. Macht es, aber seid klüger als ich. Und bleibt unsichtbar. Ja, wir sind vorsichtig, Leute. Wir werden heute 40 Minuten lang alle Plane Eater überwachen, aber wir müssen vorsichtig sein. Deshalb, Leute, lasst jetzt ein Like da für Blippi. Er hat uns echt viel Glück gewünscht. Deshalb sagt mal ciao zu Blippi. Ciao, Blippi. Tschüss, Blippi. Alles klar. Macht es gut, Freunde. Aua, was macht der Stuhl da? Tschüss zusammen. Danke, tschüss. Und wir werden jetzt zusammen mit euch unsere Drohne starten und alle Plane Eater im echten Leben überwachen. Und deshalb gehen wir jetzt raus und starten sofort die Drohne. Wir müssen alle Plane Eater absolut überwachen. Auf geht's! Hier ist unsere Außenkamera. Leute, seht ihr das? Und da ist auch Flugzeuge. Oh mein Gott, da ist ja nicht nur ein Flugzeug, da sind ja ganz viele Flugzeuge. Da startet gerade ein Flugzeug, aber das ist nicht Plane Eater. Haben wir vielleicht dieses Flugzeug gerade über uns gehört? Sag mir jetzt nicht, wir haben das falsche Flugzeug gehört und Plane Eater ist vielleicht ganz woanders. Ich hoffe nicht, weil wir wollen ja heute Plane Eater mit der Kamera überwachen. Und wenn es sein muss, auch mit der Drohne, weil wir natürlich nicht wissen, wo Plane Eater ist. Ihr wisst ja, wie Plane Eater aussieht, wie dieses Flugzeug, nur in groß. Eben wie diese Flugzeuge, die gerade unsere Außenkamera filmt. Oder wie dieses Flugzeug, nur noch in größer. Nur der Unterschied ist, dass Plane Eater einen riesigen Mund hat mit vielen Zähnen, in dem er alles aufessen kann. Und der Plane Eater ist sehr böse, denn der Plane Eater ist da ist er! Unsere Kamera hat ihn! Unsere Drohnenkamera hat den Plane Eater! Oh mein Gott, seht ihr, das ist wirklich der allerechte Plane Eater mit seinen Beinen! Und er folgt einem anderen Flugzeug, er will das andere Flugzeug essen! Aber merkst du was? Es fliegt nicht, es läuft! Und du siehst es, er läuft zu Flugzeug, weil er sie essen möchte, Flugzeugesser! Deshalb natürlich auch Plane Eater! Was geht oh mein ab? Gott! Zum Glück ist er noch nicht bei uns zu Hause! Der sieht so gefährlich aus! Schau dir das an, er läuft hinten an das Flugzeug ran und will sein Heck aufessen! Und dann wird der einfach aufgegessen. Der isst Flugzeug pro Flugzeug. Wir wissen gar nicht, wie viele der isst. Die Flugzeuge schmecken ja überhaupt nicht. Natürlich nicht, aber für Plane Eater wahrscheinlich schon. Er ist abgehauen, er ist weggeflogen. Leute, wo ist er jetzt hingeflogen? Ich habe keine Ahnung. Wir wissen auf jeden Fall, dass wir jetzt ihn mit der Kamera überwacht haben. Weil das Gute ist, unsere Außenkamera hat eine sehr, sehr große Reichweite. Wir bleiben jetzt auf jeden Fall hier bei diesem Flughafen. Hier sind ganz viele Flugzeuge und bestimmt ist hier auch der Plane Eater. Er war hier und ich glaube, dass er auch immer noch ist, weil da sind so viele andere Flugzeuge. Da sind aber auch Helikopter, seht ihr das? Das sind ja echte Hubschrauber. Das sind Hubschrauber, die stehen da. Ist der Plane Eater vielleicht auch Helikopter? Das wäre spannend zu wissen. Ihr dürft auf gar keinen Fall abschalten. Lasst jetzt ein Like da. Wir brauchen deine Hilfe. Wir müssen Plane Eater überwachen. Unbedingt wollen wir Kamera überwacht Plane Eater. Deshalb lasst auf jeden Fall ein Like da. Und es hätte ich noch nie gesehen, dass Plane Eater ein Hubschrauber ist. Deswegen haben wir unsere Kameras aufgebaut mit unserer Drohnenkamera im Himmel. Wir können alles überwachen, auch diesen Hubschrauber oder Helikopter. Oh, krass, schau mal, dieser Hubschrauber wird einfach von so einem kleinen Auto gezogen. Wie geht das denn? Verstehe ich auch nicht. Ein Hubschrauber wiegt doch bestimmt 10 Tonnen. Das ist ja krass, sieht aus wie ein Golfcar. Das sieht echt so aus. Und es wird einfach gezogen, der ganze Hubschrauber. Ihr lasst jetzt ein Abo da. Mit diesem Abo könnt ihr uns unterstützen und damit können wir Plane Eater überwachen. Und das Abo ist natürlich absolut kostenlos, Leute. Und ein Like da lassen, auch kostenlos. Okay, wir dürfen aber nicht unser Ziel verlieren. Wir müssen den Plane Eater, also den Flugzeugesser, finden. Aber irgendwie wundert es mich, als wie wenn sich Plane Eater jetzt ganz auf dem Flughafen versteckt hat. Ihr seht hier unsere Kameraaufnahmen. Da sind ganz, ganz viele Flugzeuge, aber kein Plane Eater. Aber ihr habt ihn alle gesehen. Wir haben ihn gesehen. Er war auf jeden Fall dort bei unserer Kamera. Da passiert was.
passiert denn? Was ist das? Dein Hubschrauber-Eater? Der Helikopter-Eater? Leute, habt ihr das schon mal gesehen? Ein Hubschrauber mit Beinen, Mund und Zähnen? Wie Plane Eater? Was ist jetzt hier los? Da kommt noch jemand. Was ist das? Ein blaues Loch? Nein, das ist Plane Eater. Plane Eater gegen den Hubschrauber-Eater? Oh mein Gott, essen die sich jetzt vielleicht gegenseitig auf? Wir schauen weiter, Leute. Deswegen haben wir die Kamera. Oh, schau, was da abgeht, Wer Mann. gewinnt? Hubschrauber oder Helikopter? Ich weiß es auch nicht. Wahrscheinlich das Flugzeug. Plane Eater. Ja, Plane Eater, sie ist doch viel größer. Aber es viel heißt, schwerer. Warte, Leute, es heißt der Flugzeugfresser. Das heißt, er kann gar kein Helikopter essen. Wissen wir gar nicht, weil Plane Eater hat auch schon andere gegessen. Flatto, Niki, Sprunki, so viele Leute. Bis jetzt sieht es ja wie ein Unentschieden aus. Keiner gewinnt. Das ist echt gerade wie ein Unentschieden. Und ich dachte, das Flugzeug ist schwerer, größer, stärker. Plane Eater halt. Aber die kämpfen richtig lange. Ja, Mann, sogar unsere ganze Kamera vibriert. Plane Eater versus Hubschrauber Eater, Helikopteresser, Flugzeugfresser. Hoffentlich reißt unsere Kamera da nicht ab bei dem Ganzen. Du siehst doch, ja, was unsere passiert. Kamera wackelt die ganze Zeit. Sie hat richtig Probleme. Wenn sie runterfällt, ist die Kamera nämlich kaputt. Ich glaube, Flugzeugesser hat gewonnen. Weißt du, wer gerade abhaut? Hubschrauber. Das heißt, Plane Eater hat gewonnen. Das heißt, Plane Eater kann gar kein Helikopter essen, weil er nur Flugzeuge isst. Aber jetzt wissen wir, der gefährlichste ist immer noch Plane Eater. Und er ist stärker, größer und er fliegt wieder weg. Er geht weg? Oder er läuft gerade weg. Wollte ich gerade sagen. Aber die Frage ist ja wohin läuft er? Er läuft zum Flugfeld. Mann, welche ist die Kamera hier noch? Wo ist sie? Hier rechts, hier, Oh da haben mein wir Gott, sie. wir können sie drehen, das ist perfekt. Hä? Er ist einfach abgehauen. Mann, wir haben doch sofort die Kamera gedreht und auf einmal ist Plane Eater wieder weg. Ihr habt es doch gerade gesehen, da war der Plane Eater und der Hubschrauber Eater. Der Plane Eater ist weggelaufen und jetzt ist auf einmal auch der Plane Eater weg. Vielleicht ist er gestartet. Oh, Oh nein, pass auf! Was ist denn jetzt los? Was ist jetzt passiert? Warte mal. Wo ist Plane Eater? Warte mal, ich glaube, wir sind im Plane Eater. Nein, hat er uns aufgegessen? Schaut euch das an, Mann. Unsere Kamera ist jetzt im Plane Eater drin. Leute, das gab's ja noch nie. Doch. Und das Gewitter draußen. Wir sind wirklich jetzt im Flugzeug drin mit der Kamera. Wie kann denn das gehen, Freunde? Wir wollten eigentlich nur Plane Eater von außen überwachen und jetzt sind wir in dem Plane Eater drinnen, inside. Hat er uns jetzt aufgegessen? Wir sind jetzt nicht mehr hier vorne, außen, sondern da drin. Wir können jetzt alles sehen, was im Flugzeug passiert, im Plane Eater. Und du siehst es, da ist keine Menschenseele, keine Person ist in dem Flugzeug. Da sitzt, ihr seht Sitze, wir haben die Toiletten gesehen. Lass uns gleich mal gucken, ob vorne im Cockpit ein Pilot sitzt. Man muss doch irgendjemand das Flugzeug fliegen. Eigentlich ja nicht, weil Plane Eater ist Plane Eater, das ist eine eigenständige Maschine. Leute, wir gehen jetzt mal vorne ins Cockpit. Hoffentlich ist da ein Pilot, sonst habe ich richtig Angst. Stimmt, wer fliegt es dann? Plane Eater oder Achtung, wie? Warte wir gehen Leute, rein. wir sind da. Da ist niemand, da sitzt keiner. Nicht ein Pilot, nicht zwei Pilote. Niemand, Fliegt kein da keiner. Co-Pilot. Was geht hier ab? Wie kann das sein? Das muss der echte Plane Eater sein. Leute, wir sind jetzt wirklich, das sind die echten Aufnahmen von innen im Plane Eater drin. Ein verlassenes Flugzeug, das habe ich noch nie gesehen. Zum Glück habt ihr so viele Likes und Daumen da gelassen. Aber das Gute ist, jetzt können Warte wir mal! Oh mein Gott, warum sind da auf einmal Leute? Was passiert denn jetzt? Ihr habt doch gerade gesehen, da waren doch gerade keine Leute und jetzt sind auf einmal so viele da. Fällt dir was auf? Die Menschen bewegen sich nicht. Ja, du hast Die recht. bleiben alle so oder so oder so. Als wären das Puppen. Oder Roboter. Ich weiß es nicht, ich weiß nur, dass ich richtig viel Angst habe. Ist ja ein richtig gruseliges Flugzeug. Kann es sein, dass diese Menschen alle schon von Plane Eater aufgegessen wurden? Das muss es sein. Guckt euch das mal an. Keine Person, kein Mensch bewegt sich. Das gibt's doch gar nicht, Mann. Als wären die eingefroren. Die wurden alle gegessen. Warum? Plane Eater hat einfach ein ganzes Flugzeug gegessen mit den Passagieren drin. So einfach so gegessen. Ich habe alles gerade ist drin. richtig Angst. Wieso? Erst ist das Flugzeug leer, dann gehen wir ins Cockpit und dann auf einmal sind ganz viele Leute in dem Flugzeug, die sich nicht bewegen. Ich weiß auch nicht, die sind auf einmal aus dem Nichts hergekommen. Okay. Und trotzdem sind keine Piloten Und da geht dauernd ein Alarm an. Warum ist da dauernd ein Alarm im Flugzeug? Wahrscheinlich, weil wir drin sind. Meinst du? Natürlich. Das Flugzeug wehrt sich, weil wir leben und die anderen Personen nicht mehr? Ja, Plane Eater weiß sofort, dass Camin und Flexi in ihm drin sind und deshalb geht die ganze Zeit Alarm an. Okay, die Leute sind immer noch da. Gott sei Dank sind die Leute noch da. Ich dachte, die wären jetzt schon wieder weg. Ja, aber vorhin waren sie ja weg. Aber die bewegen sich immer noch nicht. Ja, weil die alle aufgegessen wurden. Wer jetzt hier zuschaut, schaut das Video bis zum Ende. Wir brauchen euch. Ich habe Angst. Ohne euch habe ich Angst. Ohne euch. Weil das Schwierige ist jetzt natürlich, wie kommen wir wieder aus diesem Plane Eater heraus? Deshalb lasst ein Like da. Mit eurer Hilfe schaffen wir das, aus diesem Plane Eater Ihr herauszukommen. habt ja gerade aus dem Fenster gesehen, da war nichts. Da ist nur Gewitter und Regen. Ah! Warte, ist da gerade jemand gelaufen?
Wir haben doch gesagt, es bewegt sich keiner. Aber gerade hier bei dem Gang ist jemand so am Gang gelaufen. Spult mal zurück, Leute, wenn ihr das auch gesehen habt. Spult jetzt mal zurück, da muss doch gerade jemand gelaufen sein. Die Frage ist, war das vielleicht... Da ist niemand. Da ist niemand. Da war jemand. Ob es ein Pilot war oder vielleicht jemand anderes. Ich hab's auch gesehen, ich habe es auch gesehen. Da hat sich irgendwas oder irgendjemand Vielleicht in den bewegt. Toiletten versteckt. Niemand. Niemand, Leute, habt ihr es auch gesehen? Wenn nicht, spult zurück und schaut euch Es an. hat sich jetzt dieses Was Mal soll das? 100%ig im Plane Eater jemand bewegt. Aber wer könnte sich im Blick... Egal, wir suchen ihn. Aber ist niemand Dann mehr sind wir hier. nicht mehr die Einzigsten. Aber es ist keiner da. Da war aber 100%ig jemand. Schon wieder ist der Alarm im Cockpit losgegangen. Ja, die wollen uns haben. Ah, was ist das? Oh mein Gott. Was ist das? Es sind Monster. Sind es vielleicht die Freunde Wow. von Plane Eater? Was geht hier ab, Mann? Ich hab Angst. Es war einer, jetzt sind es hunderte, viele. Guck mal, Leute, wie viele Monster sind jetzt da? Was ist denn das hier? Das sind die Freunde von Plane Eater, Das die kann doch wollen nicht sein. uns. Wieso schweben die neben dem Flugzeug? Leute, lasst ein Like da. Wir haben die Freunde von Plane Eater gefunden. Und jetzt weißt du, warum die was wollen. Die wollen nämlich uns haben. Überall, wo wir sind auch diese Monster. Aber ich habe Angst vor diesen Monstern. Ihr müsst viele Likes da lassen und uns abonnieren, damit ich keine Angst mehr habe. Natürlich, schau doch mal, wie die aussehen, wie gruselig. An jedem Fenster ist gerade Guck mal, wir jemand. gucken jetzt aus dem Fenster mit euch. Ist Schau da mal. jemand? Da, natürlich. Das kann doch nicht sein. An jedem Fenster, wo wir gerade rausschauen mit der Kamera, sind diese Monster. Aber was sind das für Monster? Sind das die Freunde? Sind das die Schulfreunde vom Plane Eater vom Flugzeug? Wer ist es? Du siehst es doch, sie fliegen mit Plane Eater zusammen. Das bedeutet, es sind 100%ig die Freunde. Oder sie beschützen den Plane Eater. Dann sind es trotzdem seine Freunde. Du hast recht. Aber wenn sie ihn beschützen, natürlich. Aber jetzt glaube ich, dass sie zu uns wollen, weil wir im Plane Eater drin sind. Es war noch niemand. Aus diesem Grund fliegen die auch um das Flugzeug herum. Die wollen uns angreifen. Wir kommen nicht raus, aber das Gute ist, sie kommen nicht rein. Okay, was Oder? ist jetzt passiert? Welche Tür ging jetzt auf? Die Tür vom Cockpit ging einfach zu. Aber warum? Da ist doch niemand. Ich weiß nicht. Da! Doch schon wieder am Fenster. Ja, die sind alle draußen. Aber- Jetzt Leute, die sind alle draußen und wir sind im Flugzeug, im Plane Eater. Zum Glück ist da nur unsere Kamera im Flugzeug und nicht wir. Und wenn die Kamera kaputt geht, ist es nicht so schlimm. Ich hätte jetzt keine Lust, im Flugzeugbauch zu sein. Natürlich nicht bei den ganzen Monstern, aber das Gute ist, du siehst, die kommen wirklich nicht rein. Die Leute. Was ist? Die ganzen Leute sind weg. Wo sind die Leute hin? Vielleicht sind die Monster doch reingekommen und haben die Leute rausgeholt. Seht ihr das, Freunde? Da waren doch gerade noch die Menschen. Wo sind die Hey, die ganzen Monster Menschen? sind weg. Die Monster sind auch weg. Doch, wir waren gerade beim Fenster mit der Kamera, da war kein Monster mehr. Ey, Flexi, es tut Warte mir mal. wirklich leid. Dieses Video ist so gruselig. Die Menschen sind weg, die Monster sind weg. Sind wir jetzt wieder ganz alleine? Wir sind wieder alleine, Mann. Wieder Was ist hier sind wir los? auf dem Klo? Da ist kein... Was ist hier los? Das ist ein gespenstisches Flugzeug. Ja, es ist Plane Eater, du kennst unsere Videos. Das ist ein böser Flugzeugesser. Ja, aber natürlich, wir wissen, es war immer die Warnung vor Plane Eater. Wo sind wir? Guck, die Monster sind weg. Keiner ist mehr da und der Sturm hat auch aufgehört, oder? Kein einziges Monster ist mehr da, aber es ist auch kein einziger Mensch mehr da. Wir gehen wieder zurück ins Flugzeug. Wohin? Ins Cockpit. Ins Cockpit? Wieder geht der Alarm los. Ihr seht es immer, wenn die roten Leuchtenlampen... Ja, aber es ist immer noch kein Pilot da. Wohin fliegen wir überhaupt? Vielleicht fliegen wir gerade mit Autopilot oder ist der Plane Eater selbst ein Pilot? Das ist natürlich auch eine gute Frage. Wohin fliegen wir? Ich weiß es nicht. Wir fliegen in die Nacht, in Dunkelheit. Aber die Menschen alle sind weg. Wieso kommen die Menschen auf einmal? Wieso gehen sie wieder? Das ist ein gespenstisches Flugzeug. Leute, lasst jetzt alle mal ein Like da. Ich würde so gern wissen, wo wir hinfliegen. Zum Glück ist unsere Kamera vor Ort und diese Aufnahmen sind so selten. Wow! Was ist jetzt passiert? Es brennt! Das Feuer! Flugzeug brennt. Feuer! Mir ist jetzt schon ganz heiß. Was ist hier los? Ich brenne auch überall. Die Leute sind wieder da! Es wird heiß. Ich kann gar nicht hingucken, es ist viel zu gruselig, Leute! Leute, mir wird's warm. Wieso brennt jetzt der ganze Plane Eater? Bitte schaltet es nicht ab, bitte bleibt dran, schaut das Video bis Wir zum müssen Ende. das Feuer löschen. Wie? Wie können wir das Feuer löschen? Wir kommen ja nicht mal raus, unsere Gibt hier Kamera kein ist gefangen. Feuerlöscher. Ich weiß es nicht. Zum Glück ist unsere Kamera feuerfest. Oh mein Gott, wir sind wieder im Cockpit, brennt, es brennt Es doch. brennt draußen immer noch. Aber gut, im Cockpit brennt es nicht, Da, Leute. da ist eine Person am Fenster. Ih, das habe ich noch nie gesehen. Was ist das Die sieht denn? anders aus als die anderen Monster. Was geht hier ab? Das sieht aus wie Blippi. Aber das Krasse ist, Leute, im Cockpit brennt es nicht. Und das Nur Krasse draußen. ist, bis jetzt ist Ah. niemand ins Flugzeug reinkommen und wir fliegen noch. Ich hoffe, wir bleiben noch lange in der Luft. Natürlich, weil wir sind ja alleine wieder. Keine Monster, keine Menschen. Aber das ganze Flugzeug brennt. Normalerweise müsste das Flugzeug ja jetzt landen. Ihr kennt es doch, Plane Eater, so sieht's in seinem Bauch Boah, aus. wie das da voller brennt. Feuer. Plane Eater ist in der Hölle, sein Bauch ist die Hölle. Warum? Plane Eater ist böse. Dann brennt das ganze Flugzeug und das Krasse ist,
Plane Eater fliegt einfach trotzdem weiter und wir mittendrin. Das bedeutet, die Hülle vom Plane Eater ist aus Titan, aus feuerfestem Titan. Deshalb hat er auch gegen den Hubschrauber gewonnen. Es ist wirklich der Grund, das anders kann ich es mir nicht erklären. Wie habt ihr eine Erklärung dafür? Aber immer noch verdächtig, das ganze Cockpit Was ist das? Wer ist diese Person? ist ohne Feuer und jetzt fliegt da einfach so ein Passagier draußen. Da oder saß was? gerade jemand auf dem Da ist er, Beifahrersitz. da Leute, ihr seht es. Guck mal auf den Co-Piloten. Der hält sich so fest, so hält er sich am Flugzeug am Plane Eater fest. Wie geht denn Da. das? Das Flugzeug fliegt 800 km/h. Na, das sind seine Freunde, ich sag's dir. Aber warum sind wir da gefangen? Ich will raus aus diesem Plane Eater. Vielleicht ist der Feuerteufel. Meinst du? Als er kam, hat's gebrannt. Ich fühle mich wie in einem schlechten Horrorfilm. Das ist ja eine Sauna jetzt da drin. Was ist das? Das ist Lava. Natürlich, und in den Toiletten ist immer noch keiner. Die Wände sind Lava. Ja, aber das ganze Flugzeug fliegt trotzdem weiter und das Feuer breitet sich nicht aus, es wird nicht mehr. Und die Toilette ist feuerfest anscheinend. Und das Cockpit, Das Cockpit und die Toilette sind feuerfest. Warum sind die zwei Sachen feuerfest? das weiß ich auch nicht, aber das Gute ist, wenn es zu heiß wird, kann unsere Kamera entweder ins Cockpit da bleiben oder ins Klo gehen oder da bleiben. Wow, was passiert jetzt? Was ist das denn? Was ist das denn? Was? Das sind Zähne. Was Leute, passiert seht hier? ihr das? Lasst ein Like da, wenn Oh, ihr seht, wow, sind wow, Zähne. wow. Wo sind wir jetzt gelandet? Freunde, was ist? Wir sind jetzt im Bauch vom Plane Eater. Bauch im Bauch im Bauch. Moment mal, vielleicht sind da die Menschen. Wir sind in der dritten Leute, Dimension. vielleicht sind da jetzt die Passagiere. Was sind Knochen? Wir sind im Bauch! Leute, wir sind jetzt im Bauch von Plane Eater, im echten Bauch! Hier in dem Bauch! Wir sind Knochen und überall ist Schleim und Gel. Das und hat er schon alles guck, gegessen! das ist- Flugzeuge! Die Tür, das ist die Flugzeugtür. Oh mein Gott! Schaut mal, wie groß Plane Eater von innen ist! Aber Blippi und Slut und Nicky. Flato, Niki, Sprunki! Warum sind die da alle in seinem Bauch? Ja, weil die alle aufgegessen wurden! Okay. Wir konnten niemand retten! Wir können nur uns retten! Ihr seht es, unsere Kamera macht das einzig Richtige. Sie folgt dem einzigsten Weg, den es gibt, den Natürlich! Ausgang. Vielleicht können wir so unsere Kamera auch retten! Vielleicht findet die so einen Ausgang! Habt ihr schon mal sowas gesehen? Habt ihr schon mal gesehen, wie es im Plane Eater aussieht? Ihr kennt Gil! andere. Schau mal, was da ist! What the hell? Da wurde schon wieder irgendwas gegessen! Aber irgendwas hat gelebt, aber bis vor kurzem. Ja, vor einer Sekunde. Jetzt lebt's nicht mehr. Jetzt wurde es aufgegessen. Spult gerne zurück, wenn ihr es verpasst habt. Aber was mich wundert, Leute, ihr seht es, wie groß ist Plane Eater? Und es ist sein Bauch. Vielleicht sind wir in der Unterwelt von ihm. Oder einfach ein Gang drunter unter ihm. Du meinst in dem Passagiergepäckfach? Genau, einfach drunter und da ist sein Magen. Weil du isst ja von oben und dann geht's runter in den Magen, rein in den Bauch. Ich weiß nur eins, Leute. Ich habe mir jetzt den Mut gefasst, mit euch zusammen und Flexi diesen Bauch abzusuchen. Ihr schaltet nicht ab, ihr bleibt bis zum Ende dran. Ihr seid ja zu Hause Schon wieder so eine Figur. und wir sind zu Hause. Nur unsere Kamera ist vor Ort. Zum Glück, und die Kamera war gar nicht so teuer. Wenn die kaputt geht, ist halb so schlimm. Ist Hauptsache, schlimm. euch geht's gut und uns geht's gut. Dafür drehen wir ja diese Videos, Leute. Deshalb lasst noch mal ein Like da und wir werden jetzt den ganzen Bauch mit der Kamera Da geht's noch absuchen. tiefer. Wow, 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 Oh was mein passiert Gott, hier? die fällt runter, hoffentlich geht Wow. die Kamera nicht kaputt. Was ist hier los? Das Wasser? Nee. Blut? Ist das Wasser? Das ist Magensäure. Oh mein Gott, oder hat der Durst? Der muss auch viel trinken. Wenn man viel isst, muss man auch viel Das trinken. ist der ganze Regen von dem Sturm. Der wird eingesaugt in die Triebwerke und dann in seinen Bauch Weil er mit offenem Mund fliegt. Natürlich. Deshalb kommt da der Regen rein, Ihr ganz kennt doch klar. alle den Mund vom Plane Eater. Damit ist er alles. Ist da auch wieder Feuer? Das Ist Gold. das Feuer? Das Gold. Das ist doch kein Gold im Bauch von Plane Eater. Wir sind ja nicht beim Regenbogen. Oder sind da Lampen? Das sind Lampen. Das sind Glühbirnen. Nee, Glühwürmchen. Oh mein Gott. Das sind seine Lymphknoten. Oh mein Gott, wir sind jetzt wirklich im Plane Eater noch mehr drin. Nicht im Flugzeug, ist sein sondern Herz. in dem Kreatur von Das Plane ist sein Eater. Gehirn, sein Herz. Sein Wir haben das doch schon alles operiert. Aber da ist ein Ausgang. Wir gehen haben zum Ausgang. Wir Oh. gehen zum Ausgang. Hey, das sieht echt nach dem Ausgang aus. Sollen wir da rausrennen? Wir müssen. Komm, wir rennen da schnell Die raus. Kamera muss endlich weg. Nein! Die Drohne ist jetzt in der Luft und wir sind direkt auf dem Weg zu Plane Eater. Oh mein Gott, schaut mal, da kommt schon was. Das Pass ist Plane auf. Eater. Wow! Habt ihr das gesehen, Freunde? Der ist so knapp an unserer Drohne vorbeigefahren. Das war wirklich richtig knapp, Mann. Der hätte uns fast erwischt. Woher weiß er denn überhaupt, dass wir genau jetzt mit der Drohne dort sind? Wahrscheinlich, weil er uns angreifen will. Plane Eater mag uns nicht, aber ihr mögt uns. Aus diesem Grund lasst einen fleißigen Like da. Oder weiß Plane Eater, dass wir ihn heute operieren und aufschneiden wollen? Das könnte natürlich auch sein. Der Plane Eater hat Angst vor uns und er verteidigt sich deswegen gegen uns. Aber das Gute ist, wir sind in der richtigen Richtung. Wir wissen genau, wo Plane Eater ist. Genau hier irgendwo am Himmel. Ihr seht es, Leute. Hier unten das Feld, das ist sein Gebiet. Wahrscheinlich will er es beschützen vor uns. Das heißt, wir werden auf jeden Fall das aufschneiden und die Operation heute schaffen mit eurer Hilfe. Wo ist aber der Plane Eater, also der Flugzeugesser jetzt hin? Ich sehe ihn nicht. Siehst du ihn? Keine Ahnung, habt ihr gesehen, wie schnell der war? Der ist einfach so
einfach an unserer Drohne vorbeigeflogen. Ich guck gerade auf den Boden an der Straße, vielleicht manchmal läuft er ja, aber da ist er nicht. Weil Plane Eater kann zwar fliegen, fliegt aber nicht immer, sondern ist manchmal ja am Boden und läuft da rum. Und wenn wir den Plane Eater heute schnappen, dann werden wir ihn aufschneiden und operieren. Wir wollen gucken, was in ihm drin ist. Unbedingt wollen wir wissen, was drin ist. Das ist so spannend. Deshalb, Leute, bleibt auf jeden Fall dran. Wir suchen jetzt mit unserer Drohne Plane Eater. Ihr seht es, Plane Eater könnte hier überall sein, in der weiten Ferne des Gefechtes, Leute. Der Himmel ist einfach groß, aber zum Glück haben wir eine Drohne und deshalb werden wir mit der Drohne den ganzen Himmel absuchen. Er muss dort sein. Und das Gute ist, unsere Drohne hat so einen riesen Akku. Da ist er! Fliegt er! Wir sehen richtig! Habt ihr das gesehen? Wow! Er greift uns an, er greift uns wirklich an. Ihr habt es gesehen, er hat eine Kurve geflogen und ist gegen uns geflogen fast. Aber krass, wie schnell Plane Eater ist. Erst war er auf da hinten und jetzt ist er sofort umgedreht und ist zu unserer Drohne geflogen. Das nennt sich auch die Todesspirale. Wenn ein Flugzeug einmal in die Todesspirale gerät, kann sich das Flugzeug nicht mehr retten. Wir müssen nur aufpassen, dass der Mund die Drohne nicht auf ist. Okay, wir fliegen mal hier rein. Vielleicht hat er sich jetzt im Gebäude versteckt. Es kann natürlich sein, da er unsere Drohne gesehen hat, dass er sich irgendwo versteckt. Wir gucken mal, ob wir den Plane Eater in diesem Gebäude finden. Leute, ihr seht es, mit der Drohne schauen wir jetzt genau in dieses leere Gebäude rein. Aber ich sehe nichts. Ich sehe nur einen Heizkörper vorne und sonst ist da nichts. Aber das wäre echt ein perfektes Versteck für ein Flugzeug. Ich bin blöd. Der versteckt sich nicht im Gebäude, sondern hinter dem Gebäude. Natürlich, schaut mal, Leute, wie alles schon da kaputt ist. Warum? Weil da vielleicht ein Flugzeug reingelaufen geflogen ist. Oder der Plane Eater alles aufisst. Ihr kennt ja, der Plane Eater isst alles. Der kann natürlich auch das ganze Gebäude aufessen. Da sind die Vögel, die haben schon Angst vor ihm. Die hauen gerade ab, siehst du das? Oh mein Gott, das ist viel zu heftig. Ich glaube, die Vögel haben Plane Eater auch gesehen und deshalb sind sie einfach nach links abgehauen. Wir werden weiterfliegen, wir gucken, wir sind hier auf jeden Fall richtig. Wir wissen, hier ist Plane Eater zu Hause. Da ist er! Zwei Flugzeuge! Was passiert da? Wow! Das waren zwei Flugzeuge. Ich glaube, das war nicht Plane Eater, das waren ganz normale Flugzeuge, die abhauen wollten. Und die Trümmerteile liegen jetzt hier unten auf dem Dach, ihr seht es. Die wollten abhauen vor Plane Eater und haben es leider nicht geschafft, weil sie gegeneinander geflogen sind. Ihr seht, was Plane Eater macht. Plane Eater sorgt dafür, dass andere Passagierflugzeuge gegeneinander fliegen und kaputt gehen. Deshalb müssen wir ihn heute unbedingt schnappen, damit wir ihn aufschneiden können. Ich will wissen, was in diesem Flugzeug drin ist. Ihr schaltet am besten nicht ab. Wir brauchen eure Hilfe. Das ist ganz, ganz wichtig, dass ihr uns jetzt unterstützt. Nicht oh mein Gott, schau mal! Was ist hier los? Was ist das denn? Das nächste Flugzeug, das brennt. Oh mein Gott, seht ihr das? Dieser schwarze Rauch, was hinter dem Flugzeug dahinter ist. Ey Leute, dieser Flugraum hier, dieser Luftraum ist viel zu krass. Was geht hier ab? Greift Plane Eater einfach alle Flugzeuge an. Das kann sein, oder? Der Vorteil ist, dass unsere Drohne sehr klein ist und die Flugzeuge sehr groß. Das heißt, Plane Eater kann sie sofort sehen. Und wir haben alles im Blick, dank unserer exzellenten Drohne. Deshalb, wir schauen jetzt weiter. Wir werden jetzt hier den ganzen Himmel absuchen. Plane Eater ist hier irgendwo. Ihr habt es gesehen, ich habe einen 360-Grad-Umblick gemacht, aber ich habe Plane Eater nicht entdeckt. Nein, wo ist denn der jetzt hin? Komm, wir fliegen mal die Straße lang. Wir fliegen jetzt da runter zur Straße und gucken, was da vielleicht ist. Und ihr wisst, Plane Eater ist sehr, sehr groß. Der kann da nicht einfach verschwinden. Irgendwo muss er sein. Manchmal kann er fliegen, aber manchmal läuft er mit seinen Spinnenbeinen. Das ist ja die Frage, ist er gerade in der Luft? Oder ist er gerade am Boden? Das ist ja das Gefährliche am Plane Eater. Das ist unzurechenbar. Wir wissen nicht, was er vorhat. Man weiß es einfach nicht, was Plane Eater macht. Deshalb, Leute, lasst jetzt alle mal ein Like da. Mit eurer Hilfe werden wir Plane Eater finden. Okay, was ist hier los? Ich sehe nichts. Siehst du was? Auf der Straße. Ich sehe niemanden. Das sind nur Autos. Das sind echt nur Autos. Da passiert gar nichts. Wir fliegen wieder hoch. Ich vermute, der ist in der Luft. Der heißt ja auch Plane Eater Flugzeugesser. Die Flugzeuge fliegen. Deshalb haben wir ja auch die anderen Flugzeuge im Himmel gesehen. Mit dem Rauch. Die sind zusammengestoßen. Er muss irgendwo am Himmel sein. Dieser Plane Eater, der sorgt für Gefühle. Eben, und deshalb sind wir mit der Drohne vor Ort und werden jetzt alles absuchen. Er wird da sein. Richtige Probleme macht er. Das ist so ein richtiger Troublemaker. Es ist Plane Eater. Du hast gesehen, wen er schon alles aufgegessen hat. Alle, Mann. Vlad und Niki, Sprunki und Eben. Jetzt doch wahrscheinlich hier den nächsten. Und jetzt noch andere Flugzeuge. Oder vielleicht auch das ganze Haus, was kaputt ist, hat er einfach aufgegessen. Der ist immer hungrig. Macht doch auch Sinn. Plane Eater heißt Flugzeugfresser. Das ist nicht sein Name, sondern sein Beruf. Er isst Flugzeuge. Und wenn er mal kein Flugzeug hat, dann isst er eben was anderes. Dann isst er keine Flugzeuge, sondern Vlad und Niki als Beispiel. Oder er kann natürlich auch einfach unsere Drohne essen. Deshalb müssen wir jetzt bei unserem Flug richtig gut aufpassen.
Wir wollen ihn aufschneiden, wir wollen unbedingt wissen, was ihm drin ist, damit wir wissen, was er alles gegessen hat. Eben, das ist wichtig. Es geht hier um die Operation und das Aufschneiden. Schau dir das mal an, das ist ein richtig freies Feld. Das könnte eine Start- und Landebahn sein, oder? Da kann man richtig gut landen und dann von dort aus mit seinen Beinchen weglaufen. Das ist der ideale Platz für Plane Eater und ich schau dir mal, ob er hier ist. Vielleicht versteckt er sich auch bei diesen Bäumen irgendwo. Irgendwo muss er sein. Es ist ein Riesenflugzeug. Aber nicht hier auf dem Feld, Leute. Ich bin's mit euch abgeflogen. Ihr seht es, ich fliege wieder hoch in die Luft. Da ist die Chance viel besser. Es ist immer noch ein Flugzeug, auch wenn es Plane Eater ist. Da! Oh mein Gott! Ein Flugzeug! Doch, ist es das? Aber das ist ein Passagierflugzeug, das versucht gerade abzuhauen. Schon wieder ein Flugzeug, aber das bedeutet, wenn das nach da fliegt, muss Plane Eater da hinten sein. Leute, ihr habt's gesehen, das war nicht Plane Eater, das war ein ganz normales Flugzeug mit Passagieren, die in Urlaub fliegen und die hauen gerade ab. Und das bedeutet aber, Plane Eater muss da hinten sein, auf jeden Fall, sonst würde das andere Flugzeug nicht wegfliegen. Wenn wir Plane Eater sehen, dann sorgen wir dafür, dass wir ihn zu uns nach Hause locken. Und wenn er hier ist, werden wir ihn aufschneiden, operieren und gucken, was ihm drin ist. Natürlich, wir haben doch schon den Operationstisch und alles aufgebaut, extra für das Flugzeug. Und ihr seht es hier, Leute, Mann, wir müssen ihn hierher locken, hier zu uns locken. Genau dahin, ihr seht es. Und deshalb brauchen wir unbedingt Plane Eater. Okay, wir suchen weiter. Okay, ich sehe nichts. Mann, das ist so ein großes Gebiet, aber es kann doch nicht sein, dass da irgendwo ein Flugzeug ist. Das Gute ist, wenn ihr in den Himmel schaut, dann würden wir das Flugzeug sofort erkennen, den Plane. Oh mein Gott, ich sag's doch gerade. Das ist Plane Eater. Was geht ab? Nein. Leute, Doch, oh mein Gott. der greift wieder an. Ah, pass auf. Habt ihr das gesehen, wie knapp das war? Und habt ihr gesehen, wie gut Plane Eater fliegen kann? Zack, zack, Der zack. macht die kranken Moves, der wollte unsere Drohne gerade zerstören. Er wollte sie aufessen. Warum? Ja, natürlich, wie warum? Weil wir natürlich Plane Eater heute operieren und aufschneiden Das wollen. bedeutet, er weiß, dass wir ihn Genau zu uns dahin, nach Hause Leute, locken ihr wollen. seht es, dahin, da steht unser Operationstisch, da sind wir. Und da wollen wir ihn hinlocken. Da wohnen wir und da muss er kommen. Und wenn er hier ist, schneiden wir ihn auf und da bringen wir ihn hin. Leute, lasst jetzt ein Like da, genau da wohnt Cameron und Flexi, da ist unser Operationstisch und da müssen wir irgendwie Plane Eater das Flugzeug hinlocken, mit Weißt der du was? Drohne. Wir sind jetzt 300 Meter hoch, ich fliege einfach noch höher, bis zum Maximum 500 Meter. Aber ich weiß nicht, wie hoch kann denn so eine Drohne von uns fliegen? 500 Meter auf jeden Fall, wir sind jetzt bei 238, 340 Leute. Oh mein Gott, das Wie ist schon krass sehr, sehr hoch. Ihr seht es, Mann, guck mal, der Horizont, der biegt sich schon. Ja, aber wo ist denn jetzt Plane Eater hin? Erst wollte er uns aufessen und zack, ist er wieder weg. Soll ich mal nach unten gucken? Irgendwo muss er sein. Vielleicht ist er jetzt gelandet. Nee, vielleicht. Ich schau mal unten auf das Feld. Ihr habt es gesehen, vorhin war hier der Plane Eater auf dem Feld. Auch wenn wir sehr hoch in der Luft sind, würde da unten auf dem Feld ein Flugzeug... Da! Doch, da ist es! Das ist Plane Eater! Oh mein Gott, seht ihr wieder den schwarzen Rauch? Okay, das heißt, er muss notlanden. Natürlich, aber ihr seht die Richtung. Er fliegt schon mal in die richtige Richtung, wo wir sind. Zu uns nach Hause. Und wenn er hier ist, dann werden wir ihn auch schneiden. Auf jeden Fall, wir brauchen dieses Flugzeug heute. Das Problem ist, ich bin jetzt bei 420 Metern Höhe. Ich muss jetzt erstmal wieder absinken. Und wir können nicht natürlich im Sturzflug runter. Wir müssen langsam und sachlich runterfliegen mit der Drohne, aber hinterher. Wir fliegen jetzt so schnell es geht nach unten. Wir versuchen so schnell es geht in normales Terrain zu kommen. In Höhen, die wir gar nicht normalerweise erreichen. Und dann werden wir mit unserer Drohne Plane Eater zu uns nach Hause locken zum Operationstisch. Ich bin schon so gespannt und ihr hoffentlich auch. Aus diesem Grund liked das Video und abonniert unseren Kanal. Abonnieren ist komplett kostenlos. Und wenn wir es geschafft haben, dann werden wir dieses Flugzeug heute aufschneiden. Und ich fliege jetzt erstmal weiter. Ich muss mich konzentrieren, Leute. Wow! Was war das? Was machst du denn? Wieso Alter. dreht sich unsere Drohne? Ich glaube, Plane Eater hat uns angegriffen. Aber von wo? Von hinten? Wir haben es nicht gesehen, Leute. Wow, nochmal als zweimal. Ja, aber ich sehe kein Flugzeug. Ist es von hinten gekommen oder von wo? Oder das war eine Turbulenz. Das kann natürlich auch sein, du meinst einen Aufwind. Es kann sein, dass ein Wind kommt und die Drohne spielt verrückt. Und unsere Drohne ist gerade in starke Turbulenzen geraten wie in dem Flugzeug und dann wackelt alles. Du weißt, was bedeutet, wenn unsere Drohne jetzt abstürzt. Dann war es das mit der Operation und mit Plane Eater. Weißt du was? Wir fliegen jetzt einfach in Richtung unser Hauptquartier. Vielleicht ist der Plane Eater gleich da. Natürlich kann sein, dass er schon auf dem Weg ist, weil mal. er ja landen musste. Ich sehe hier auf dem Feld kein Plane Eater. Wir haben es gesehen, er musste hier fast notlanden wegen dem kaputten Triebwerk, was gebrannt hat. Der ist ganz nach hinten geflogen mit diesem Rauch und ist einfach geradeaus Und weiter. das Wichtigste ist, er ist in unsere Richtung geflogen, zu uns nach Hause, für euch, zu Nämlich euch. von dem Feld da Richtung, wo die Häuser stehen. Und ganz da hinten stehen wir mit unserem Operationstisch. Ihr könnt es sehen, hier hinten ist das Haus, Leute. Ihr seht es, da müssen wir jetzt hinfliegen. Da ist unser Hauptquartier.
Da werden wir ihn operieren. Und wir fliegen jetzt auch mit der Drohne dahin zurück, weil ich habe ein gutes Zeichen, dass Plane Eater da auch schon ist in der Nähe. Dieser Turm, den ihr da seht, da sind gerade wir und der ist geschützt. Da kann auch Plane Eater nichts kaputt machen. Das ist der Operationsturm von Cayman und Flexi. Da! Oh mein Gott! Habt ihr es gesehen? Nein, er bewegt sich! Das sind mehrere Plane Eater. Oh mein Gott, 2 Stück! Ein blauer und ein orangener. Leute, ich dachte, es gibt nur einen Plane Eater, aber nein, ich sehe gerade 2 Plane Eater. Und insgesamt haben wir 3 Stück hier gesehen. Nein, das kann doch nicht sein. Da, ein blauer und ein roter. Ein blaues und ein rotes Flugzeug. Leute, das kann nichts Gutes bedeuten. Das bedeutet, 3 Sprunkis sind vielleicht entführt, wenn wir hier 3 Flugzeuge haben. Aber was passiert, wie viele Sprunkis sind in diesen Flugzeugen drin? Ihr wisst, das Flugzeugesser ist der Plane Eater. Der isst alles und jeden, der ihm in die Quere kommt. Der könnte auch unsere Drohne essen. Oder uns, Cayman und Flexi. Oder aber auch alle Sprunkis. Hey, Babu! Oh nein! Das war richtig knapp. Habt ihr das gesehen? Der hat schon wieder unsere Drohne angegriffen. Beide Plane Eater gegen unsere Drohne. Du musst unbedingt aufpassen, wie du deine Drohne fliegst. Wir dürfen nicht aufpassen mit dem Flugzeug. Guck mal, die gehen zur Start- und Landebahn. Ich glaube, die wollen abhauen. Ich wollte gerade sagen, sie wollen abfliegen. Die essen gerade andere Flugzeuge. Oh mein Gott, sag mir jetzt nicht, der Plane Eater isst jetzt andere Flugzeuge auf dem Flugplatz. Es sieht so aus, als würde der Plane Eater gerade alle Flugzeuge aufessen. Und jetzt hauen sie ab. Jetzt geht sie auf die Landebahn, sie heben ab. Wow, alle Sprunki rufen uns gerade an. Ihr könnt es sehen, der echte Sprunki ruft an. Du musst unbedingt rangehen, es sind die Sprunkis. Okay, wir heben ab. Wir haben ein Problem. Ein riesiges Problem. Wir sitzen hier fest. Im Plane Eater. Wir wollten nur kurz reinschauen. Erst sah alles ganz normal aus. Ein bisschen düster vielleicht. Aber hey, wir sind Sprunki. Wir haben schon schlimmere Orte gesehen. Und dann schnappt die Tür hinter uns zu. Seitdem versuchen wir rauszukommen. Aber nix geht. Habt ihr uns zufällig irgendwo gesehen und könnt uns helfen? Ja, wir haben euch gesehen. Wir haben eine Drohne und können euch folgen. Macht euch keine Sorgen. Wir wissen jetzt, wohin der Plane Eater fliegt. Nach Süden. Irgendwohin, wo es warm ist. Wir können es spüren. Die Luft hier drin wird langsam wärmer. Und die Wände vibrieren immer stärker. Dieses Ding bewegt sich. Und wir kommen immer weiter von euch weg. Es gibt Türen und Fenster. Aber sie gehen nicht auf. Wir haben alles versucht. Ziehen, drücken, treten, sogar zusammen dagegen gesprungen. Nichts passiert. Die Fenster sind da, aber wir können sie nicht öffnen. Es ist, als wären wir in einer riesigen Falle. Ich schwöre, manchmal hören wir Geräusche hinter den Türen. Ein leises Kratzen, Schritte, als ob etwas auf der anderen Seite wartet. Aber was, wenn die Türen sich irgendwann von selbst öffnen? Ihr müsst uns retten, bevor es zu spät ist. Gibt es eine Möglichkeit, den Plane Eater aufzuhalten? Irgendwas, das ihr tun könnt, um uns hier rauszuholen? Wir Sprunkis sind flink und schlau, aber gegen so ein riesiges, fliegendes Monster haben wir keine Chance. Bitte tut irgendwas. Wer weiß, wie lange wir noch haben, bevor der Plane... Sie haben aufgelegt, Freunde. Habt ihr das gehört? Die fliegen in den Süden, die fliegen ins Warme. Aber du hast doch gehört, mit was? Mit einem Flugzeug. Ein Flugzeug, das Leute ist. Eben, und das nennt man Plane Eater. Zum Glück haben wir unsere Drohne. Wir fliegen diesem Flugzeug hinterher. Wir müssen unbedingt mit der Drohne jetzt diesem Flugzeug folgen. Da sind alle Sprunkis drin. Wir sind schon auf dem Weg, Leute. Und ihr seht es, der Schnee ist weg. Wir sind jetzt im Warmen gelandet und die Sonne ist da. Oh mein Gott, das haben doch die Sprunkis gesagt, dass sie jetzt Richtung Süden fliegen. Das bedeutet, wir müssen jetzt nach einem Flugzeug Ausschau halten, in dem die Sprunkis gefangen sind. Sie befinden sich im Flugzeugesser, also im Plane Eater. Aber warum mussten sie unbedingt Plane Eater als Flugzeug benutzen? Das wissen wir nicht. Vielleicht wisst ihr es. Aus diesem Grund lasst ein Like da und abonniert diesen Kanal. Das ist ganz wichtig, damit wir die Sprunkis retten können. Wirklich wichtig. Wir müssen unbedingt die Sprunkis retten. Warum? Weil die sind so nett und machen Musik. Deshalb, Leute, lasst ein Like da und wir werden jetzt mit der Drohne weiterfliegen. Ihr seht es schon, hier ist eine Weltkugel. Hier ist irgendwo das Ziel, wo der Plane Eater gerade hinfliegt. Wo könnte der Plane Eater hier auf der Weltkugel hinfliegen? Die Frage ist, wo ist der Süden? Wo ist es warm im Gegensatz zu anderen Ländern? Wir sind jetzt auf jeden Fall in einem wärmeren Gebiet als davor, Leute. Ich glaube, wir sind in einem anderen Land angekommen. Denkst du? Und da ist jetzt Plane Eater, das Flugzeug, hingeflogen? Guck mal, wie viel Sonne hier scheint. Das muss auf jeden Fall ein warmer Süden sein. Das ist eine richtig gute Idee. Wir sind auf der richtigen Fährte. Irgendwo da müssten die alle Sprunkis sein. Und ich fliege jetzt mal zu dieser Weltkugel. Vielleicht gibt es ja einen Hinweis, wo der Plane Eater als nächstes landet bzw. hinfliegt. Ich hoffe, dass wirklich das Flugzeug hier in der Nähe ist mit allen Sprunkis.
weil das ist unsere Hauptaufgabe, dass wir alle Sprunkis retten werden vor diesem Plane Eater. Ihr seht hier auf jeden Fall Europa, ihr seht Schweden, ihr seht Italien, ihr seht Bangladesch, ihr seht Indien, ihr seht alles. Euer Land ist bestimmt auch dabei. Die ganze Welt in einem Video. Und dafür lasst doch die ganze Welt mal jetzt ein Like da. Aber wir müssen schauen, wo Plane Eater und die Sprunki sind. Und da diese Welt hier so groß ist, fliegen wir jetzt einfach alles ab mit euch, solange wir noch Batterie haben in unserer Drohne. Wir fliegen jetzt die ganze Gegend hier mit euch zusammen ab, um Plane Eater zu suchen. Und das Gute ist, der Akku von unserer Drohne hält über 10 Stunden. Überlegt euch das mal, das ist 10 eine Stunden. Abfangdrohne, Mann. Das ist eine Abfangdrohne, die auch andere Leute benutzen, um Gegenstände von der Luft runterzuholen. Die haben wir extra gekauft. Wegen was? Wegen diesem Flugzeug. Wegen Plane Eater haben wir extra eine andere Drohne gekauft, die 10 Stunden Reichweite und Akku hat. Leute, das ist die beste Drohne, die es auf dem Markt gibt. Und damit können wir alle Sprunki heute in diesem Video mit euch zusammen retten. Ganz klar. Das ist das Wichtigste. Unbedingt müssen wir heute alle Sprunkis retten. Wir fliegen jetzt zu diesem Hochhaus. Ihr seht ganz da hinten ein Hochhaus. Wow. Wir sind im Flugzeug drin. Ihr seht Sprunkis. Was? Wir sind jetzt mit der Drohne im Plane Eater. Ey, das Flugzeug Plane Eater ist auf uns zugeflogen und ich bin in das Fenster rein. Leute, ihr seht es. Sie haben nicht gelogen. Die Sprunkis sind wirklich in diesem Ihr Flugzeug. könnt es sehen und es sind 3 Sprunkis. Ein orangener, ein gelber und Sky, der blaue. Oh mein Gott, Sky, Orange und Gelb, alle in dem Plane Eater. Und das ganze Flugzeug wackelt und jetzt Oh wird's mein rot. Gott, Eine Lage geht los. Hey, der Sprunki bewegt sich. Leute, folgt hinterher mit der Drohne. Leute, wir folgen ihm. Mal gucken, was diese rote und orange Sprunki macht. Was hat er vor? Der öffnet die Tür. Die Tür ist auf. Sag mir nicht, der springt jetzt raus. Nein! Soll ich hinterher? Hinterher mit der Drohne. Leute, Mann, ihr habt gesehen, wir sind jetzt gerade rausgesprungen. Unsere Drohne ist wieder befreit. Aber wo ist dieser orange Sprunki hin? Wo ist er hingesprungen? Vielleicht ist er in die Bahn eingestiegen. Der Sprunki ist gesprungen? In die Bahn rein. In die Bahn rein? Hey Leute, wir folgen der Bahn. Ich glaube, dieser orange Sprunki, der gerade aus dem Plane Eater gesprungen ist, befindet sich jetzt in dieser Bahn. Dann würde ich jetzt sagen, wir verfolgen die Bahn mit der Drohne im Flug. Leute, Mann, mit unserer Drohne suchen wir jetzt nach dem Sprunki. Aber ich glaube, der ist da nicht. Echt nicht? Da ist er, da, auf dem Tennisplatz. Doch, natürlich! Der ist dort auf den... Leute, seht ihr das? Da ist er doch, oder? Da ist er! Da läuft er, nein, da läuft er! Tut mir leid, Freunde, das ist gar nicht Sprunki. Ich hab nicht gehört, das sind ganz normale Tennisspieler. Aber der Orangene ist doch dort, auf dem orangenen Platz! Nein, das dachte ich eben, aber das sind ganz normale Leute, die gerade Tennis spielen auf einem orangenen Platz. Orange und Orange Oh ist Mann. doch gleich ein Sprunki. Ihr dürft nicht Ja. abschalten. Wir wissen auf jeden Fall, sind noch 2 weitere Sprunki oben im Plane Eater. Das heißt, wir müssen weiter das Flugzeug suchen. Der orange Sprunki konnte entkommen. Ja, aber andererseits wollte ich gerade sagen, der ist einfach aus dem Flugzeug gesprungen. Aber er ist entkommen. Wir wissen Ohne nicht, wo er ist. Fallschirm! Er ist einfach aus dem Flugzeug gesprungen und hatte überhaupt keinen Fallschirm an. Ein Fallschirm. Wir haben auf jeden Fall noch 2 weitere Sprunki. Da war er, oder? Was? Nee. Was? Da war doch gerade der orange Sprunki. Der orange Sprunki? Der ist auf dem Dach gerannt. Der ist ins Bist du Haus dir rein. sicher? Ihr habt es gesehen, der orange Sprunki ist gerade hier auf dem Dach gelaufen. Ihr habt es gesehen. Aber du bist mit der Drohne wieder so hoch. Ich dachte gerade, du hast Plane Eater gesehen. Nein, das war Sprunki und der ist hier in das Haus gelaufen. Ihr habt es gesehen. Das bedeutet, Sprunki ist auf dem Dach gelandet. Wollte ich gerade sagen, er hat es doch geschafft, mit dem Fallschirm auf deinem Hochdach gelandet. Ich weiß nicht, wie er es geschafft hat. Da ist aber Nein, Plane Eater! Was macht der? Das ist Plane Ich kann gar Eater! nicht hingucken. Pass Leute, auf mit der Drohne! wie knapp ist der an uns vorbeigefahren? Oh mein Gott, habt ihr gesehen? Das Flugzeug ist so knapp an unserer Drohne vorbeigeflogen. Leute, Mann, wir müssen auf jeden Fall auf diesem Hochhausdach weitergucken. Auf diesem Hochhausdach haben wir diesen einen orangen Sprunki gesehen. Ich hab dir gesagt, Mann, Fallschirm aus dem Flugzeug rein in das Hochdach. Alle Sprunki sind noch hier unterwegs und wir müssen sie zusammen mit euch finden. Aber ich sehe hier niemanden. Da ist echt keiner. Da, pass auf! Da war gerade der Plane Eater. Oh mein Gott, habt ihr gesehen? Unsere Drohne ist hier und das Flugzeug ist einfach so geflogen. Weil das bedeutet, Plane Eater will uns angreifen. Plane Eater will unsere Drohne essen. Das Flugzeugesser will Drohne essen. Plane Eater hat gesehen, dass wir mit der Drohne unterwegs sind, auch in der Luft, wie das Flugzeug, und will jetzt unbedingt unsere Drohne aufessen. Wir müssen unsere Drohne upgraden. Wir müssen unsere Drohne zu Drone Eater machen, zu Drohnenesser. Gibt's das überhaupt? Drone Eater, Drohnenesser? Überlegt euch mal, unsere Drone Eater gegen Plane Eater ist perfekt. Die Frage ist, hätte unsere Drohne eine Chance gegen Plane Eater, Drone Eater? Man wisst ja, unsere Drohne ist so groß und das Flugzeug ist richtig groß. So groß? So groß? Ich glaube, das ist nicht mal das Bild ausreichend. Es ist ein richtiges Flugzeug. Ihr wisst ja, wie groß Flugzeuge sind. Ihr seid doch sicher schon mal mit einem Flugzeug geflogen. Das kann sich doch hier nicht verstecken. Und unsere Drohne ist winzig, ist sehr klein.
Was ist? Ist nichts, Leute. Hier war nur ein Alarm, dass ein Flugzeug sich in der Nähe befindet, Leute. Wir müssen Ausschau halten. Wo ist das Flugzeug? Wo ist Plane Eater? Nicht hier bei uns. In der Drohne, im Video. Oh mein Gott, Leute, lasst jetzt alle mal noch ein Like da. Wir suchen immer noch Plane Eater mit allen Sprungkeys. Wir wissen, ein Sprunki konnte sich befreien. Mit aber Fallschirm. es sind noch 2 weitere Sprunki in diesem Flugzeug, in diesem Flugzeugfresser drin. Innen drin im Flugzeug sind immer noch die Sprungkeys. Es hat sich der orangene Sprunki, der hat sich befreit und ist auf dem Dach gelandet mit einem Fallschirm. Aber warum hat er seine Freunde Sky und den Gelben nicht mitgenommen? Weil er die Tür aufgemacht hat und einfach rausgesprungen ist. Und da hat er Harakiri gemacht. Oder weil es vielleicht nur einen einzigen Fallschirm im ganzen Flugzeug gab. Boah, das wäre natürlich richtig krass. Was machst du? Du bist zu viert im Flugzeug und es gibt nur einen Fallschirm. Ich würde dich packen, rausspringen und dann den Fallschirm öffnen und ganz festhalten. Nein, da würde ich ja so oder so. Weiß ich nicht. Dann nehme ich lieber den einzigen Fallschirm und flieg selber. Dann spring ich dir hinterher und halte mich an dir fest. Ah, du fliegst auf mich drauf oder bin ich sowieso platt? Leute, wir dürfen nicht vergessen, Was? 2 weitere Sprunki befinden sich noch im Plane Eater und die müssen wir retten. Wir müssen sie mit euch retten. Hey, das sind Schienen. Weißt du, was das bedeutet? Da könnte es sein, dass das Plane Eater einfach hier landet. Nein. Oder? Doch, Wir natürlich. folgen dieser Landebahn. Natürlich ist eine Landebahn. Die endet hier. Warte mal. Da waren 2, jetzt nur noch ein. Das macht keinen Sinn, Leute. Ihr habt es gesehen. Das war gerade eine Landebahn von Plane Eater. Leute, ihr seht es, da waren 2 Schienen und auf einmal ist nur noch eine Schiene gewesen. Vielleicht ist sie noch nicht vollendet, dieser Flughafen. Weil ihr kennt doch auch, ein Flugzeug hat unten Rollen. Ja, und da kannst du Hat genau Räder. perfekt drauf landen. Das ist eine Ganz super genau. Idee. 2 Räder links und rechts, bam. Aber schau genau mal, so. auch hier endet die Landebahn. Wieso das denn? Warum? Wie kann man denn da landen? Ich verstehe es nicht. Ich weiß nur, dass 2 weitere Sprunki noch sich im Plane Eater befinden. Und wir hoffen, dass jetzt Plane Eater genau hier landen wird. Wir suchen weiter, Leute. Vielleicht versteckt sich auch Plane Eater in diesem Hangar hier. Ihr seht es. Da ist ein Hangar vollgestellt mit Flugzeugteilen. Ich würde mal sagen, dass das Ersatzteillager ist von den ganzen Plane Eater Flugzeugteile. Die Tür ist offen von dem Flugzeughangar. Oh ja, seht ihr das, Leute? Wir können richtig reinschauen. Leute, lasst ein Like da. Wir schauen jetzt mal, wie Plane Eater gebaut wird. Nee, aber Oh nein. da komme ich nicht rein. Warum nicht? Ich komme nicht rein. Warum nicht? Da waren irgendwelche Wächter und Security, die haben uns davon gejagt. Dann fliegen wir jetzt hoch aufs Dach. Vielleicht sehen wir von oben rein. Genau, jetzt sehen wir. Aber ich sehe nichts. Viele Autos. Aber alles ist zu. Aber warum ist denn alles zu? Ich weiß es nicht, aber ihr seht, das sind blaue Container, Mann. Das sind Frachtcontainer für das Flugzeug. Ja, dann müsst ihr weiterfliegen mit der Drohne. Es geht hier. Wir müssen unbedingt die Sprunki retten. Alle Sprunki, die letzten 2, Sky und der Gelbe. Wie heißt der gelbe Sprunki? Wenn du das weißt, dann abonniere den Kanal und lass ein Like da. Schreibt gerne in die Kommentare. Wir suchen Schon wieder hat er uns angegriffen. Plane Eater hat uns das erneut angegriffen. Leute, habt ihr das gesehen? Aus dem Nichts kam einfach Plane Eater und ist gegen die Drohne geflogen. Haben wir den so wütend gemacht oder warum will er unsere Drohne kaputt machen? Natürlich wegen dem letzten Video. Wir sind doch gerade auf der Suche nach Plane Eater. Im letzten Video haben wir Vlad und Niki befreit vor Plane Eater. Da waren Vlad und Niki im Plane Eater gefangen. Und jetzt versuchen wir die Sprunki zu retten gegen Plane Eater. Leute, wir haben schon mal einen Sprunki auf dem Hochhaus entdeckt. Vielleicht entdecken wir hier wieder einen Sprunki auf einem Dach. Ich hoffe, der Orangene, ich suche den immer noch mit dem Fallschirm. Stellt euch mal vor, die sind schon rausgesprungen beide und sind gar nicht mehr im Plane Eater drin. Natürlich, es kann ja sein, dass aus dem Flugzeug alle Sprunki rausgefallen sind. Und jeder hat sich irgendwo verteilt gelandet. Das ist eine gute Sache. Weißt du was, wir werden jetzt das ganze Arenal mit der Drohne abfliegen. Ihr wisst ja, der erste Sprunki, der Orangen, hat die Tür aufgemacht, ist rausgesprungen, die Flugzeugtür war offen. Das heißt, alle anderen Sprungkis konnten auch vom Plane Eater entkommen. Deshalb nehmen wir jetzt mit der Drohne vor Ort und suchen alle Sprunki. Deswegen, Leute, schaltet nicht ab, Mann. Das ist so spannend, das Video. Danke, dass ihr bis jetzt noch hier zuschaut. Danke, danke, danke. Lasst ein Like da und jetzt suchen wir die Sprunki. Schaut uns das mal an, ein richtig großer Propeller von dem Flugzeug. Und was passiert, wenn der Sprunki vom Flugzeug da reingefallen ist? Der wird zu Hackfleisch. Ja, zu Hackfleisch? wird zu Ich würde Hackfleisch. sagen, er wird mal einfach so in 5 Teile geschnitten. Chop Suey-Style, Leute. Und hier, guck Der mal. gelbe Sprunki. Das ist ein kaputter. Das ist ein kaputter Propeller. Ah, da kann man gut landen. Wenn der Propeller nicht funktioniert, kannst du mit dem Fallschirm aus dem Flugzeug da einfach gut landen. Schaut mal genau hin, Leute. Ihr seht es. Der ist aus. Der funktioniert nicht. Der ist tot. Warum? Da auch. Da, weiter. Noch ein weiterer. Vielleicht sind da die letzten 2 Sprungkis reingeflogen. Denkst du das wirklich? Wir müssen einfach weiterfliegen. Wir wissen noch nicht, ob da wirklich die Sprungkis gelandet sind. Wir müssen sie aber unbedingt jetzt mit der Drohne erfassen
und auch fangen können. Wo sind die Sprunki? Vielleicht verstecken sie sich ja hier zwischen den Häusern, in den Schluchten. Perfekt, da kann der Plane Eater gar nichts sehen. Eben, wenn du dich versteckst jetzt hier in irgendwelchen Gassen, dann kann es sein, vom Flugzeug von oben, man kann dich nicht sehen. Sollen wir links oder rechts fliegen oder geradeaus in den Hangar? Oh, ich weiß nicht, wo können die Sprunki sein? Vielleicht verstecken sie sich in diesem Hangar, in dieser Fabrikhalle. Die können auch einfach reingegangen sein, wir können sie einfach nicht mehr sehen, aber wir sind dazu da, um alle Sprunki zu retten. Hier steht kein Wächter vor der Tür. Wir fliegen mal rein und gucken, ob wir da irgendwas sehen. Irgendwas mit Flugzeugen. Wir hoffen auch, dass Sprunki dort sind. Ist ein Schau dir Sprunki. das an. Das sind Triebwerke. Das sind die Propeller und die Triebwerke vom Flugzeug. Leute, da wird der Plane Eater gebaut. Warum landen die genau bei der Fabrik von Plane Eater? Vielleicht fliegt Plane Eater die ganze Zeit nur über sein Gebiet. Das kann natürlich sein. Wie sollen wir das wissen, wenn wir im Himmel sind? Er bewacht nur sein Hauptquartier. Natürlich, deshalb müssen wir unbedingt mit der Drohne jetzt weiterfliegen. Wir sind in der richtigen Richtung. Und ihr schaut das Video bis zum Ende. Okay, wo sollen wir lang fliegen? Sollen wir geradeaus fliegen, rechts oder links? Wo wird das Flugzeug gebaut? Plane Eater. Leute, lasst ein Like da. Wir suchen Plane Eater. Okay, wir fliegen jetzt einfach zusammen mit euch.